Guten Abend zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Dankecast Deutsch. Ich bin Henry. Und ich bin Emilia. Heute sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema, das viele Familien betrifft. Genau. Es geht um Erbschaft und Familienbesitz. Das klingt vielleicht ernst, aber es ist wichtig, darüber zu sprechen. Absolut. Henry, hast du eigentlich schon mal mit deiner Familie über Erbschaft gesprochen? Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Es ist immer ein bisschen unangenehm, oder? Niemand will über solche Dinge reden. Man denkt immer, man hat noch so viel Zeit. Das verstehe ich gut. Aber weißt du, meine Oma hat letztes Jahr angefangen, alles zu regeln. Sie wollte nicht, dass wir uns später streiten. Das ist wirklich klug von ihr. Wie hat sie das gemacht? War das ein formelles Treffen oder eher locker? Sie hat uns alle zusammengerufen. Meine Eltern, meine Tante, meinen Onkel und auch uns Enkelkinder. Wir saßen alle im Wohnzimmer. Sie hatte sogar Kaffee und Kuchen vorbereitet. Oh, das muss eine interessante Situation gewesen sein. Kuchen bei so einem ernsten Gespräch. Ja, am Anfang war es komisch, aber Oma sagte etwas sehr Schönes. Sie sagte, ich liebe euch alle gleich, aber ich möchte, dass ihr nach meinem Tod nicht kämpft. Ich habe zu viele Familien gesehen, die sich wegen Geld zerstritten haben. Das berührt mich. Deine Oma ist eine weise Frau. Und was hat sie konkret gesagt? Sie hat erklärt, wer das Haus bekommt, wer den Schmuck erbt, wer die Möbel haben soll. Alles war sehr klar. Sie hatte sogar Fotos von bestimmten Gegenständen gemacht und unsere Namen darauf geschrieben. So detailliert? Das ist wirklich beeindruckend. Ja. Sie zeigte uns Fotos von ihrer Perlenkette, von der alten Standuhr im Flur, von den Gemälden an der Wand. Bei jedem Bild stand ein Name. Und wie haben deine Familienmitglieder reagiert? Zuerst war es still, niemand wusste, was er sagen sollte. Dann hat mein Vater angefangen zu weinen. Aber es waren gute Tränen, verstehst du? Er war einfach überwältigt von ihrer Fürsorge. Ich glaube schon. Es zeigt, dass deine Oma sehr weise ist. Sie denkt an die Zukunft, an den Frieden in der Familie. Genau. Und jetzt habe ich eine Frage an euch, liebe Zuschauer. Spricht ihr in euren Familien über solche Themen? Ist es bei euch auch so schwierig oder redet ihr offen darüber? Schreibt es gerne in die Kommentare. Gute Frage. Bei uns zu Hause ist es anders. Meine Eltern haben ein kleines Haus und nicht viel Besitz, aber mein Opa hatte ein großes Grundstück auf dem Land. Oh ja, was ist damit passiert? Gibt es das Grundstück noch? Als er starb, gab es Probleme. Er hatte kein Testament geschrieben, niemand wusste genau, wer was bekommen sollte. Das Grundstück war mehrere Hektar groß mit einem alten Bauernhaus darauf. Das klingt kompliziert. Mehrere Hektar. Das ist viel Land. Es war sehr kompliziert. Mein Vater und seine beiden Brüder mussten alles untereinander aufteilen. Das dauerte fast 2 Jahre. Sie mussten Gutachter bezahlen, Anwälte konsultieren, endlose Diskussionen führen. 2 Jahre? Das ist eine sehr lange Zeit und sicher auch teuer. Ja, und in dieser Zeit haben sie sich kaum gesprochen. Es war traurig zu sehen. Bei Familienfeiern war die Atmosphäre eisig. Weihnachten war besonders schlimm. Oh nein, Weihnachten sollte doch eine Zeit der Freude sein. Haben Sie sich wieder vertragen? Zum Glück ja. Aber es hat viel Zeit gebraucht. Am Ende haben sie das Land verkauft und das Geld geteilt. Sie haben gelernt, dass Geld und Besitz nicht so wichtig sind wie Familie. Das ist eine wichtige Lektion, aber es ist schade, dass Sie so lange leiden mussten, um das zu lernen. Absolut. Deshalb ist es so wichtig, rechtzeitig zu planen. Weißt du, in Deutschland gibt es ja auch gesetzliche Regeln für Erbschaft, oder? Genau, wenn jemand kein Testament hat, entscheidet das Gesetz. Die Kinder erben normalerweise zu gleichen Teilen, aber das ist nicht immer das, was die Familie möchte oder braucht. Richtig. Manchmal hat ein Kind mehr geholfen, mehr Zeit mit den Eltern verbracht. Oder ein Kind braucht mehr Unterstützung als die anderen. Genau, deshalb ist es so wichtig, dass man selbst entscheidet und es klar aufschreibt. Meine Tante hat mir erzählt, dass sie auch schon ein Testament gemacht hat. Wirklich? Ist sie nicht noch jung? Wie alt ist sie? Sie ist 50, aber sie sagt, man kann nie wissen, was passiert. Sie hat 2 Kinder und möchte, dass alles fair ist. Sie hatte einen Freund, der mit 45 plötzlich gestorben ist. Das hat sie sehr nachdenklich gemacht. Das ist sehr verantwortungsbewusst. Und auch mutig, so jung schon daran zu denken. Was steht in ihrem Testament? Sie hat entschieden, dass ihre Wohnung verkauft werden soll. Das Geld wird dann zwischen ihren beiden Kindern aufgeteilt. Sie will nicht, dass sie sich um die Wohnung streiten müssen. Zu gleichen Teilen? Ja, genau. 50% für jeden. Sie will keine Unterschiede machen. Beide Kinder sind ihr gleich wichtig, sagt sie. Und was ist mit persönlichen Dingen? Fotos, Schmuck, Erinnerungsstücke? Die kann man ja nicht einfach teilen.
Ah, das ist interessant. Sie hat eine Liste gemacht. Auf dieser Liste steht genau, wer welches Erinnerungsstück bekommt. Sie hat sogar kleine Etiketten an manche Dinge geklebt. Das ist sehr durchdacht. Sie lässt wirklich nichts dem Zufall. Nein, sie hat mir sogar ihre goldene Kette versprochen. Die Kette hat sie von ihrer Mutter bekommen, also von meiner Urgroßmutter. Sie ist sehr alt und sehr schön mit kleinen Diamanten. Das ist ein besonderes Geschenk. Solche Dinge haben oft mehr emotionalen Wert als materiellen Wert. Absolut. Es geht um die Erinnerungen und die Geschichte dahinter. Jedes Mal, wenn ich die Kette sehe, denke ich an meine Tante und an meine Urgroßmutter, die ich nie kennengelernt habe. Bei meiner Familie ist das ähnlich. Meine Mutter hat eine alte Taschenuhr von meinem Urgroßvater. Diese Uhr ist nicht besonders teuer, vielleicht 200 Euro wert, aber sie bedeutet uns sehr viel. Wer wird die Uhr erben, du oder deine Schwester? Meine Mutter möchte sie mir geben. Ich bin der älteste Sohn und traditionell bekommt der älteste Sohn solche Dinge. Aber ich habe gesagt, dass meine Schwester sie vielleicht auch gerne hätte. Das ist sehr nett und rücksichtsvoll von dir. Habt ihr darüber gesprochen? Ja, wir haben alle zusammen gesprochen. Meine Mutter, meine Schwester und ich. Am Ende haben wir entschieden, dass die Uhr jedes Jahr weitergegeben wird. Ein Jahr bei mir, ein Jahr bei meiner Schwester. Was für eine schöne und kreative Lösung. So können beide die Uhr genießen und sich an Urgroßvater erinnern. Genau. Und weißt du, liebe Zuschauer, manchmal sind kreative Lösungen besser als strenge Regeln. Man muss nicht immer alles aufteilen oder verkaufen. Man kann auch teilen auf andere Weise. Was denkt ihr? Habt ihr auch solche Familientraditionen? Gibt es Dinge, die in eurer Familie weitergegeben werden? Ja, schreibt uns eure Geschichten. Wir lesen wirklich alle Kommentare und freuen uns über eure Erfahrungen. Emilia, hast du eigentlich Angst, dass es in deiner Familie später Streit geben könnte, trotz all der Planung? Ehrlich gesagt, ein bisschen schon. Mein Bruder und ich verstehen uns jetzt gut. Wir telefonieren jede Woche, wir besuchen uns gegenseitig. Aber man weiß nie, wie Menschen reagieren, wenn es wirklich um Geld und Besitz geht. Das stimmt. Geld kann Menschen verändern. Ich habe das bei meinen Onkeln gesehen. Deshalb finde ich es so wichtig, dass alles klar und offen ist. Keine Geheimnisse, keine Überraschungen. Alles sollte vorher besprochen werden. Meine Cousine hat mir von einem Fall erzählt. In ihrer Nachbarschaft gab es eine Familie, die sich komplett zerstritten hat. Sie sprechen seit 5 Jahren nicht mehr miteinander. Oh nein, was ist denn passiert? Der Vater hatte ein großes, schönes Haus in einem guten Viertel. Als er starb, gab es ein Testament. Aber eine Tochter fühlte sich sehr ungerecht behandelt. Warum? Was stand in dem Testament? Sie bekam deutlich weniger als ihre Geschwister. Der Vater hatte im Testament geschrieben, dass sie schon früher viel Geld von ihm bekommen hatte. Für ihr Studium, für ihre Hochzeit, für ihr erstes Auto. Ah, ich verstehe. Er wollte es ausgleichen, fair machen. Genau, aber die Tochter sah das ganz anders. Sie war sehr wütend und fühlte sich nicht geliebt. Sie sprach nicht mehr mit ihrer Familie und kam nicht mal zur Beerdigung des Vaters. Das ist so unglaublich traurig. Die ganze Familie leidet darunter. Hätte man das vermeiden können? Ich denke ja. Wenn der Vater zu Lebzeiten mit allen offen gesprochen hätte, hätten sie es vielleicht verstanden. Er hätte erklären können, warum er es so macht. Kommunikation ist wirklich der Schlüssel zu allem. Das sage ich immer wieder, nicht nur bei Erbschaft, sondern in allen Bereichen des Lebens. Absolut richtig. In meiner Familie versuchen wir jetzt, viel offener zu sein. Meine Eltern haben uns genau erklärt, was sie planen und warum. Das ist gut. Und wie fühlst du dich dabei? Ist es nicht komisch, über den Tod der Eltern zu sprechen? Am Anfang war es sehr komisch und unangenehm. Ich wollte nicht darüber nachdenken. Aber jetzt bin ich froh. Ich weiß, was kommt. Und ich kann mich emotional und praktisch vorbereiten. Das gibt Sicherheit und es zeigt auch großen Respekt. Genau. Unsere Eltern respektieren uns, indem sie uns einbeziehen. Sie behandeln uns wie Erwachsene, nicht wie kleine Kinder. Weißt du, was ich auch sehr wichtig finde? Dass man nicht nur an das Materielle denkt. Erbschaft ist mehr als Geld und Häuser. Was meinst du genau? Ich meine, dass Erbschaft auch emotionale und kulturelle Dinge umfasst. Zum Beispiel die Werte, die Traditionen, die Geschichten einer Familie. Das ist ein sehr guter und tiefer Punkt. Meine Oma hat mir früher immer Geschichten erzählt. Geschichten über unsere Familie, über unsere Vorfahren, über die alten Zeiten. Diese Geschichten sind auch eine Art Erbe, ein immaterielles Erbe. Ja, genau. Und ich möchte sie später meinen eigenen Kindern erzählen. So bleibt die Familiengeschichte lebendig.
Das ist wunderschön. Vielleicht solltet ihr Zuschauer auch anfangen, solche Geschichten zu sammeln. Fragt eure Großeltern, eure Eltern, nehmt die Gespräche auf, schreibt die Geschichten auf, bevor es zu spät ist. Ein sehr guter und wichtiger Rat. Manchmal denken wir haben noch viel Zeit, aber das Leben ist unvorhersehbar und plötzlich ist es zu spät. Richtig. Meine Oma ist jetzt 88 Jahre alt. Sie ist noch geistig fit und gesund, aber ich weiß, dass ich nicht ewig Zeit haben werde. Nutzt du die Zeit bewusst, um mit ihr zu sprechen? Ja, jeden Sonntag besuche ich sie. Wir trinken zusammen Kaffee, essen Kuchen und sie erzählt mir von früher, von ihrer Kindheit, von ihrem Mann, von meinem Großvater. Das klingt sehr schön und wertvoll. Es ist wirklich meine Lieblingszeit der ganzen Woche und ich schreibe alles sorgfältig auf, in einem dicken, blauen Notizbuch. Was für eine tolle Idee. So vergisst du nichts und die Geschichten bleiben erhalten. Genau, und später kann ich dieses Notizbuch meinen eigenen Kindern zeigen. Sie werden ihre Urgroßmutter durch diese Geschichten kennenlernen. Das ist ein wertvolles Erbe, viel wertvoller als Geld oder Häuser oder Autos. Ich denke auch so, aber natürlich ist es trotzdem gut und wichtig, wenn auch die praktischen und finanziellen Dinge klar geregelt sind. Auf jeden Fall. Beides ist wichtig. Liebe Zuschauer, habt ihr schon mit euren Familien über Erbschaft gesprochen oder ist es euch zu unangenehm, zu schwierig? Wir sind wirklich gespannt auf eure ehrlichen Meinungen. Ja, bitte schreibt uns. Eure Kommentare helfen uns, bessere Videos für euch zu machen. Und vielleicht helfen eure Geschichten auch anderen Zuschauern. Und denkt immer daran, es ist nie zu früh, über wichtige Dinge zu sprechen, aber es kann zu spät sein, wenn man zu lange wartet. Das stimmt. Offenheit und Ehrlichkeit sind in Familien so unglaublich wichtig. Gut, ich denke, wir sollten langsam zum Ende kommen. Was sagst du, Emilia? Ja, ich denke auch, aber vorher möchte ich noch etwas Wichtiges sagen. Bitte gerne, ich höre zu. Ich möchte allen Zuschauern von Herzen danken, die uns so treu folgen. Ihr seid wirklich großartig. Jede Woche seid ihr dabei. Absolut. Ohne euch würden wir diese Videos nicht machen. Ihr motiviert uns jeden Tag. Und wenn ihr möchtet, abonniert unseren Kanal. So verpasst ihr garantiert kein neues Video von uns. Genau. Wir haben noch viele interessante Themen geplant. Nächste Woche wird es etwas ganz anderes. Nächste Woche sprechen wir über etwas Leichteres und Lustigeres. Es wird bestimmt unterhaltsam. Ich bin schon sehr gespannt darauf. Aber das bleibt noch unsere kleine Überraschung. Richtig, also liebe Freunde und treue Zuschauer, wir sagen jetzt Tschüss und auf Wiedersehen. Habt einen schönen und entspannten Abend und bis zum nächsten Mal bei Dankecast Deutsch. Tschüss und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Macht es gut und passt auf euch auf.